Heute gibt es die besten Kinmen-Reisetipps von mir, persönlich geprüft, ganz wenig Hintergrundinformationen und so gut wie kein Sightseeing. Dafür möchte ich euch zeigen, wie ihr eine möglichst schöne Zeit auf Kinmen habt, wenn ihr die Insel besucht. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Kinmen Podcast. Ich bin euer Host Ferdinand und heute gibt es eine Travel Guide Episode. Sprich, ganz viel praktische Information für alle, die eine Reise nach Kinmen planen. Dafür gibt es eher wenig Sightseeing und nur wenig Hintergrundinformationen, aber dafür haben wir ja die anderen Podcast-Folgen und meine Kinmen-Videos. Die Details findet ihr in der Beschreibung unten. Und damit will ich auch direkt in das erste Thema reingehen. Wir fangen an mit A wie Anreise. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, wie ihr nach Kinmen kommen könnt. Entweder mit dem Flieger aus Festland Taiwan oder mit der Fähre aus China. Es gibt auch eine Fähre zum chinesischen Festland, das ist aber eine reine Cargo-Fähre. Ich denke, dass ihr wahrscheinlich mit dem Flieger aus Festland Taiwan kommt. Es gibt Direktflüge von Kinmen aus allen großen Städten. Taipei, Taichung, Taiyuan, Hainan, Kaohsiung und Chiayi. Angeblich gibt es auch einen Flieger nach Honghu, den habe ich aber selber noch nicht ausprobiert. Ein Roundtrip-Flug kostet so 4.000 bis 5.000 Dollar, aber natürlich kann sich das ändern. Von Taipei und Kaohsiung habt ihr eine wirklich hohe Flugfrequenz. Ich glaube, von Taipei alle 20, 30, 40 Minuten gibt es einen Flieger nach Kinmen, denn die Insel ist ein echter Touristen-Hotspot. Es lohnt sich oft früh zu buchen, denn dann gibt es einen kleinen Discount. Ich möchte außerdem noch anmerken, dass wenn man länger als 5 Jahre auf Kinmen lebt oder hier geboren wurde, man nur die Hälfte für die Flieger zahlen muss. Die werden von der taiwanesischen Regierung nämlich subventioniert. Der Flughafen in Kinmen ist klein und übersichtlich, aber auch modern und er muss eben auch nicht besonders groß sein. Er braucht nicht viel Schnickschnack, da eben nur Inlandsflüge abgefertigt werden. Er ist an der Westküste der Insel und es gibt auch öffentliche Verkehrsmittel. Man kann ihn mit dem Bus erreichen. Mehr zur Logistik gleich. Ich mag den Flughafen, weil er sehr zentral liegt, gut erreichbar ist und ich mit dem Roller praktisch direkt vom Eingang parken kann. Wenn ich also kein Aufgabegepäck habe und online einchecke, bedeutet das, dass ich 30 bis 40 Minuten vor Abflug am Flughafen aufschlagen kann und dann meinen Flieger nehme. Und ein weiteres Beispiel, der Flug nach Taipei dauert dann 50 Minuten und dann seid ihr in Songshan. Ich finde, diese Zeiten sind wirklich gut und überschaubar. Internationale Flüge gibt es nicht, dafür gibt es eine internationale Fährverbindung für Touristen nach China. Ich habe in der allerersten Folge schon über den Shuito-Hafen gesprochen, denn dort ist auch das Zoll- und Migrationsbüro. Ich kann euch nur empfehlen, Xiamen anzuschauen. Man kann sehr gut einen Tagestrip oder Wochenendtrip in die chinesische Großstadt machen. Ich plane im Rahmen dieses Podcasts in ein paar Wochen auch noch eine eigene Folge zur Beziehung zwischen Xiamen und Kinmen zu produzieren. Außerdem habe ich schon ein Video auf Englisch auf meinem YouTube-Kanal, in dem ich nach Xiamen reise. Die Chinesen sind heute die größte Touristengruppe auf Kinmen. Sie haben Visa-Erleichterungen und im Rahmen des Free Mini-Links-Abkommen wurde die Verbindung zwischen Kinmen und Xiamen stetig ausgebaut. Nicht nur Touristen und Touristinnen, sondern auch Kinmenesen und Festland-Taiwanesen nutzen die Fähre. Es gibt sehr enge wirtschaftliche und familiäre Beziehungen zwischen Kinmen und Xiamen. Außerdem kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, dass es oftmals billiger ist, von Xiamen einen interkontinentalen Flug zu nehmen. Das ist immer so ein bisschen eine Sache von Angebot und Nachfrage, habe ich auch schon gemacht. Deshalb vielleicht auch die Überlegung, wenn ihr nach Kinmen kommen wollt, kann es billiger sein, nach Xiamen anstatt nach Taipei zu fliegen, zum Beispiel. Beachtet aber natürlich die Visa-Bestimmungen, denn Xiamen liegt in China und ist eben nicht Taiwan. Ihr braucht also eventuell ein separates China-Visum. Als deutscher Staatsbürger kann ich momentan 2 Wochen visafrei nach China einreisen. Das kann sich allerdings schnell ändern. Wir sprechen gleich noch etwas mehr über die beste Reisezeit und das Reisewetter, aber an dieser Stelle kann ich euch eine Warnung mit auf den Weg geben. Gerade im Februar und März kommt es auf Kinmen immer wieder zu spontanen Nebelbänken. Das kann dazu führen, dass eure Fähre oder euer Flieger abgesagt werden muss und ihr eventuell eure Reise 1 oder 2 Tage verschieben müsst.
dazu eine kleine Geschichte, die sich so vor 2 Jahren zugetragen hat. Es war nämlich relativ neblig und deshalb konnten einige angehende Studenten aus Kinmen ihren Flieger nicht nehmen und mussten eine andere Möglichkeit finden, kurzfristig aufs taiwanesische Festland zu kommen. Es ist nämlich so, ich kann mich online oder per Postweg zwar um einen Studienplatz bemühen, es gibt aber laut taiwanesischem Recht eine harte Deadline und dann muss ich als angehender Student physisch in meiner Uni der Wahl erscheinen und mich persönlich einschreiben. Weil der Nebel eben da war und alle Flüge überbucht waren, hat die Inselverwaltung deshalb kurzfristig eine Highspeed-Fähre organisiert, die dann die Schülergruppen von Kinmen aufs Festland gebracht hat. Ich wurde schon mehrmals gefragt, ob es denn auch Touristenfähren von Kinmen und dem taiwanesischen Festland gibt. Es gibt zum Beispiel so Touristen, die überhaupt nicht fliegen möchten. Und ja, die Möglichkeit gibt es theoretisch. Ich habe dazu einen Blog geschrieben. Es gibt eine Fähre von Kinmen nach Taichung. Allerdings ist das eben eine Cargo-Fähre. Ihr könnt online keine Tickets kaufen. Ihr müsst, glaube ich, persönlich erscheinen in Kinmen oder Taichung. Und die Fähren sind auch nicht wirklich komfortabel. Ich kenne ein paar Leute, die haben das gemacht und alle raten davon ab. Die Fähre ist einfach langsam, sie ist teuer, sie hat keinen Komfort und ist eben eigentlich gedacht für Cargo, also wenn ihr einen Roller oder ein Auto auf die Insel transportieren möchtet. Mehr dazu, wie erwähnt, im Blogpost. Link gibt es unten. Natürlich möchtet ihr im Urlaub auch mobil sein und ich empfehle euch deshalb einen Roller, ein Fahrrad oder ein Auto zu mieten. Kinmen hat eine Fläche von 150 Quadratmeter. Es gibt also einiges an Distanz zurückzulegen, hauptsächlich auf den beiden Hauptinseln Da Kinmen und Xiaojinmen, über die ich in der letzten Folge gesprochen habe. Insgesamt hat die Inselgruppe Kinmen 12 Inseln, by the way. Allerdings sind die anderen Inseln neben Da und Xiaojinmen vergleichsweise winzig. Es gibt zahlreiche Roller- und Autovermietungsanbieter auf der Insel. Falls ihr keinen internationalen Führerschein habt, es gibt auch solche E-Roller, die sehen aus wie normale Roller, aber die kann man ohne Führerschein fahren. Außerdem gibt es natürlich Fahrräder und E-Bikes zu mieten. Über das Thema Radfahren habe ich bereits in der Episode zur Natur von Kinmen ein bisschen gesprochen. Ich finde das Auto- und Scooterfahren auf Kinmen relativ entspannt. Die Straßen sind sehr gut ausgebaut. Ihr habt ein sehr gutes Verkehrsnetz, inklusive der Kinmenbrücke, über die wir in der letzten Folge bereits gesprochen haben. Nur in den kleineren Ortschaften können die Straßen teilweise recht eng werden. Ich empfehle deshalb immer den Scooter. Ein Auto ist ein bisschen Overkill. Es gibt keine Autobahn oder so. Das Geschwindigkeitslimit auf der schnellsten Landstraße beträgt 80 km/h. Und auch die fährt eigentlich niemand, man ist eher langsamer unterwegs. Es gibt natürlich zudem öffentliche Verkehrsmittel in der Form von Buslinien. Ich rate allerdings davon ab, denn die Busse sind sehr langsam, sie halten sehr häufig und sind einfach nicht so stark ausgelastet. Sprich, die Frequenz von Bussen ist auch sehr niedrig. Deshalb lieber auf Fahrrad oder Scooter umsteigen. Die Autovermieter und Rollervermieter liefern euch euer Gefährt auch gerne ans Hotel oder direkt zum Flughafen, dass ihr es bei Ankunft direkt übernehmen könnt. Außerdem gibt es Taxis und auch die Möglichkeit, ein Fahrzeug samt Fahrer zu mieten. Taxis sind gerade für Gruppen eigentlich relativ erschwinglich. Natürlich müsst ihr so ein bisschen im Voraus planen, wenn ihr euch einen Fahrer leisten wollt. Dienste wie Uber funktionieren auf Kinmen nicht wirklich, dafür ist die Insel einfach zu klein. Und natürlich gibt es zahlreiche Touranbieter. Es gibt sehr viele Touristenbusse mit Guide und ohne Guide auf Englisch und auf Chinesisch. Auf Deutsch bin ich mir nicht so sicher. Es gibt nicht so viele deutsche Touristen. Ich merke das vor allem daran, dass Bekannte mir immer ganz stolz eine Nachricht schreiben, wenn sie einen anderen Deutschen treffen. Und das kommt nicht so häufig vor. Ich sehe zwar regelmäßig Touristenbusse, ich habe aber noch nie eine Bustour auf Kinmen gemacht und kann euch deshalb auch keine Empfehlung oder eine richtige Bewertung geben. Die Insel ist wirklich sehr einfach zu erkunden. Ihr braucht meiner Meinung nach nicht unbedingt einen Guide. Es gibt Convenience Stores, es gibt ein sehr gutes Straßennetz, ihr habt überall Tankstellen. Ihr könnt euch also praktisch nicht verirren. Deshalb habe ich auch immer die Insel auf eigene Faust erkundet.
Natürlich müsst ihr auch irgendwo übernachten und das ist auf Kinmen das kleinste Problem. Es gibt jede Menge Hotels, Hostels, Gästehäuser, Jugendherbergen in allen Größen, Farben, Dimensionen und Preisklassen. Die Touristeninfrastruktur ist wirklich sehr gut auf der Insel. Aber natürlich gibt es auch auf Kinmen Stoßzeiten. Während des chinesischen Neujahrsfestes oder während der Ferienzeit oder während des Kinmen-Marathons sind viele Unterkünfte auf jeden Fall ausgebucht. Daher empfehle ich euch, im Voraus zu planen und möglichst frühzeitig zu buchen. In der vorletzten Episode haben wir ausführlich über die Western Style Buildings gesprochen und ich habe dabei auch erwähnt, dass einige dieser Gebäude heute als Gästehäuser betrieben werden. Ich empfehle euch daher auf jeden Fall die Möglichkeit zu nutzen und in einem Western Style Building zu übernachten. In der Folge zeige ich euch 3 Beispiele, das ist ein echtes Stück Zeitgeschichte. Ich habe euch unten nochmal die Links zu den Western Style Buildings Gästehäusern verlinkt. Nehmt die Option wahr, wenn ihr die Möglichkeit habt. Beachtet aber, dass die meisten Western Style Buildings als B&B betrieben werden, sprich es gibt keine richtige Rezeption, es gibt keinen Nachtschalter, es gibt keine Möglichkeit zur Vollpension. Wenn ihr solche Sachen haben wollt, dann seid ihr besser in einem Hotel in den Hauptstädten aufgehoben. Unterkünfte gibt es übrigens für jeden Geldbeutel. In Jinhu habt ihr sogar ein 5-Sterne-Hotel, in dem die VIPs und wichtige Politiker absteigen. Gleichzeitig habt ihr auch viele Hostels und auch Zeltplätze. Über das Thema Zelten habe ich in der Natur-Episode schon gesprochen. Ihr müsst aber dabei euer eigenes Zelt und Campingzeug mitbringen. Die Strände von Kinmen sind Naturschutzgebiet und stehen unter dem Schutz des Kinmen National Parks. Deshalb habt ihr direkt am Strand keine Hotels. Allerdings gibt es Hotels in unmittelbarer Strandnähe und es gibt auch das Gerücht, dass einige von denen nicht ganz legal gebaut wurden, aber das ist natürlich alles nur Gerede. Wenn ihr Strandurlaub plant, dann schaut euch meine Strandepisode an. Ich habe dazu ein eigenes Video gemacht und auch in diesem Podcast gibt es eine Folge über die besten Strände Kinmen. Es gibt jede Menge Möglichkeiten zur Übernachtung. Es hängt ein bisschen von eurem Budget und von euren Bedürfnissen ab. Und ihr solltet auch ein bisschen ein Auge auf die Jahreszeit haben. Natürlich müssen wir auch über das Reisewetter sprechen und das Wetter hängt natürlich von der Jahreszeit ab. Ähnlich wie im Rest von Taiwan gelten Oktober und November als die beste Reisezeit. Es ist nicht zu heiß, nicht zu kalt, man kann gut rausgehen, kann sich viele Sehenswürdigkeiten anschauen, kann die Vögel beobachten und kann Radfahren. Im Herbst kommen unter anderem auch die Kormorane zurück nach Kinmen. Ebenfalls empfehlenswert ist der Frühling. Im Februar, März, Mai ist das Wetter gut, es ist nicht so heiß, es regnet vielleicht ein bisschen mehr. Wie erwähnt, gibt es die Möglichkeit von Nebel. Das Risiko ist aber überschaubar. Und natürlich blüht dann die Insel in allen möglichen Farben. Also ein sehr guter Zeitraum, um die Natur von Kinmen zu erkunden. Entgegen der Meinung der meisten Reisführer finde ich die Sommer auf Kinmen eigentlich ganz erträglich. Natürlich ist es unglaublich heiß und feucht. Ihr seid aber immer in Küstennähe, ihr habt immer ein bisschen einen Wind, der weht und das bringt so ein bisschen Abkühlung. Also auf zum Strand. Es gibt sehr gute Badestrände, darüber habe ich in der Strandepisode bereits gesprochen. Und ihr könnt auch am Oyster Festival teilnehmen. Im Winter ist es ein bisschen kühler für taiwanesische Verhältnisse. Ihr habt so 10 bis 15 Grad, es ist trocken und sonnig. Baden wird schwierig, vermeidet aber das chinesische Neujahr, denn dann sind alle Flüge ausgebucht und es ist sehr hart, ein Hotel zu finden. Trotzdem ist der Winter nicht verkehrt, man kann sich die Museen anschauen, man kann sich sehr gut draußen bewegen, kann ich auch nur empfehlen. Im Winter könnt ihr zum Beispiel die Zugvögel beobachten, packt aber unbedingt warme Kleidung, vor allem eine warme Jacke ein. Ich muss dazu sagen, dass in Taiwan eine Klimaanlage praktisch zur Standardausrüstung gehört. In jedem Hotel, auch in den Western Style Buildings, werdet ihr eine Klimaanlage im Zimmer haben. Eine Heizung dagegen nicht unbedingt. Und das ist genau das Problem im Winter in Taiwan, dass es sich drinnen kälter anfühlt als draußen. Denn wenn ihr draußen seid und ihr seid aktiv und habt eine Jacke an, dann sind 10, 15 Grad kein Problem. Ihr seid aber drinnen und es ist ähnlich kalt, jetzt zieht die Jacke aus, bewegt euch nicht mehr, dann wird es ganz schön schnell kalt. Wenn ihr also im Winter nach Kinmen kommt, was ich wirklich empfehlen kann, dann fragt bei eurer Unterkunft nach, ob es eine Heizung gibt oder ob die Zimmer isoliert sind. Ansonsten müsst ihr eure Jacke auch drinnen tragen. Die berühmten Blue Tears oder Blue Diamonds, über die wir in der Strandepisode gesprochen haben,
kann man übrigens mit etwas Glück im April und im Juni auf Kinmen sehen. Außerdem gibt es natürlich wie überall in Taiwan die Gefahr eines Taifuns. Ich habe selber meinen ersten Taifun auf Kinmen erlebt und dazu auch ein Video gemacht. Generell ist aber die Gefahr überschaubar. Schaut euch das Video an für weitere Informationen. Weiter geht's mit dem Thema Essen und Trinken. Natürlich wollt ihr auch die regionalen Spezialitäten ausprobieren. Ich erinnere mich noch, das erste Gericht, das ich bewusst auf Kinmen gegessen habe, war Reisporridge mit Schweineleber. Guangdong Congee ist angeblich eine regionale Spezialität. Ich fand es gut damals, ich bin aber nicht so der Typ, der häufig Congee zum Frühstück isst. Ich kann euch aber auf jeden Fall empfehlen, die Meeresfrüchte in Kinmen auszuprobieren. Ihr könnt an den Strand gehen und euch selber Austern und Muscheln sammeln an bestimmten Stellen. Kinmen ist außerdem berühmt für seine Austernzucht. Deshalb gibt es auch dieses Oyster Festival, das wir in der Strand-Episode erwähnt haben. Also schaut euch das unbedingt an, ist sehr interessant und auch sehr lecker. In der Mofan Old Street in Xincheng und allgemein in der Altstadt von Xincheng findet ihr sehr viele kleine Restaurants und kleine Foodstände. Dort gibt es dann Austernomelette, frittierte Gemüse-Pancakes und auch Xiaolongbao. Ich muss aber dazu sagen, mein Lieblings-Xiaolongbao-Laden auf Kinmen befindet sich schon seit längerer Zeit im Umbau. Der hat auf der Insel praktisch Kultstatus. Der war nämlich in einem ehemaligen Friseursalon und wurde von 3 älteren Damen betrieben. Die ganze Insel wartet natürlich darauf, dass die Renovierung vorbei ist, denn alle wollen wieder Xiaolongbao aus Xincheng. An vorderster Front beim Thema Trinken steht natürlich der Gaoliang Liquor. Der Sorghumschnaps der Insel ist berühmt in Taiwan und auch in China. Ihr bekommt es auch auf dem taiwanesischen Festland an jeder Ecke. Er ist sehr stark und schmeckt eben so ein bisschen nach dieser Sorghumnüsse. Muss man mögen, ist aber unglaublich berühmt, also auch in ganz Asien. Ich plane eine eigene Episode über die besten und wichtigsten Produkte von Kinmen und da werde ich auch nochmal genauer auf den Gaoliang Liquor eingehen. Sorghumhirse wächst auf Kinmen überall, Reis dagegen nur schlecht. Der sandige, salzige Boden gibt es einfach nicht her. Deshalb hat sich auch vor vielen Jahren ein Kinmenese hingesetzt und versucht, anstatt Reiswein eben einen Gaoliang-Schnaps herzustellen. Damit hat die Gaoliang Liquor Company angefangen. Heute, wie gesagt, eine Riesensensation. Gaoliang wird auch an die Tiere verfüttert. Deshalb sind die Rinder in Kinmen relativ berühmt und ihr könnt in jedem 7-Eleven in Taiwan Beef Jerky aus Kinmen kaufen. Angeblich verleiht die Gaoliang Hirse dem Rindfleisch ein ganz besonderes Aroma. In den beiden größeren Siedlungen Xincheng und Xinhu habt ihr auch jede Menge Restaurants und einige Bars. Dort gibt es auch sowas wie ein Nachtleben. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Taiwanesen nicht die größten Trinker sind. Trotzdem gibt es Karaoke-Kneipen und einige Event-Locations, falls ihr plant, nachts mal ein bisschen länger auszugehen. Allgemein gehen Taiwanesen nicht so häufig in Bars wie Europäer oder Amerikaner. Auch im Vergleich zu Japan oder Korea sind Bars eher die Ausnahme. Trotzdem gibt es sie natürlich. Und natürlich könnt ihr abends mal ein Bierchen in einer Kneipe trinken. Ich gehe relativ häufig abends an den Strand und schaue mir die Sonnenuntergänge an. Dafür gibt es sehr viele Locations auf Kinmen, sehr viele schöne Locations. Auf dem Weg dorthin gehe ich in der Regel kurz beim Convenience Store vorbei und hole mir ein Getränk meiner Wahl. Und ich empfehle euch natürlich, mir das gleich zu tun. Außerdem eine coole Aktivität für abends ist der Besuch des Xicheng Defense Tunnels in der Hauptstadt von Kinmen. Den könnt ihr nur mit einer Tour besuchen. Es gibt aber um 18 und um 20 Uhr auch die Möglichkeit, einen Abend im Tunnel zu verbringen. Dauert nicht lange, ist aber ein sehr cooles Erlebnis. Ich habe dazu ein eigenes Video gemacht, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt. Beim Essen fallen mir noch viele Dinge ein, die ich sehr gerne esse auf Kinmen. Ich muss aber zugeben, ich habe so ein bisschen Angst, da Vorschläge zu machen, weil ich nie so richtig weiß, was jetzt genau einfach nur taiwanesisch ist und was davon wirklich typisch kinmenesisch ist. Und wenn ihr nicht auf taiwanesisches bzw. kinmenesisches Essen steht, keine Sorge, es gibt auch jede Menge internationale Restaurants, von vietnamesisch bis italienisch. Und es gibt übrigens auch seit einigen Jahren ein McDonald's auf der Insel, dessen Eröffnung wurde frenetisch gefeiert. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir diese Folge total überfrachten.
Denn gerade beim Thema Essen und lokale Produkte und Reisetipps gibt es einfach unglaublich viele Themen, die wir anschneiden können. Ich möchte euch heute hier noch ein paar praktische Tipps mit auf die Reise geben. Angefangen mit den besten Souvenirs. Hier sind meine persönliche Top 3. An erster Stelle steht natürlich der Gaoliang-Likör aus Kinmen. Den könnt ihr zwar auch in China und auf dem Festland von Taiwan kaufen, aber auf Kinmen habt ihr die Möglichkeit, sehr viele Spezialversionen zu probieren und eben auch als Souvenir zu kaufen. An zweiter Stelle kommen dann die Kinmen Knives von Master Wu. Diese werden aus chinesischem Panzerstahl in Handarbeit hergestellt. Von dem gibt es nämlich auf Kinmen sehr viel. Das sind Überbleibsel des Artilleriebeschusses. Die Master Wu Knives sind sehr berühmt. Ihr könnt sie an zahlreichen Shops hier auf Kinmen kaufen. Und wir sprechen natürlich mehr darüber in der nächsten Folge zu den besten Produkten Kinmen. Und an dritter Stelle kommen dann die Windlöwen, die Schutzgötter der Insel. Bitte auf keinen Fall die echten Windlöwen mitgehen lassen. Fasst die Steinstatue nicht an, das wäre Diebstahl. Aber in den Souvenirshops findet ihr ebenfalls Nachbauten in allen Formen und Farben, vom Schlüsselanhänger bis zur echten Steinstatue. Souvenirläden findet ihr überall auf der Insel, die könnt ihr gar nicht verpassen, sogar am Flughafen. Wie angemerkt, wir gehen mehr ins Detail. In der nächsten Folge sprechen wir über die wichtigsten Produkte von Kinmen und in der übernächsten Folge sprechen wir dann über die Götter von Kinmen. An der Stelle will ich auch noch hinzufügen, dass die meisten Touristen auf Kinmen natürlich aus anderen asiatischen Ländern kommen. Mit meinem westlichen Aussehen sticht man dort so ein bisschen heraus. Und natürlich sind die Taiwanesen dann sehr neugierig, warum jemand wie ich ausgerechnet nach Kinmen kommt. Wenn ihr also nach Kinmen kommt, dann ist es wahrscheinlich, dass ihr ganz schnell mit den Locals irgendwie ins Gespräch kommt. Und dabei lassen sich natürlich Themen wie Taiwan und China nicht ganz vermeiden. Ich würde euch darum bitten, eure Worte mit Bedacht zu wählen. Keine Angst, Taiwan ist ein freies Land. Ihr habt hier Meinungsfreiheit, aber lasst mich so ein paar Dinge mal kurz erläutern. Einerseits stellen natürlich die Chinesen die größte Touristengruppe auf der Insel. Sie sind beliebt, weil sie natürlich viel Wohlstand auf die Insel mitbringen. Außerdem haben eben viele Kinmenesen persönliche Beziehungen nach Xiamen und natürlich gibt es auch viele wirtschaftliche Beziehungen. Kinmen ist komplett von Wasserimporten aus China abhängig. Und natürlich kann man sich dann vorstellen, dass einige Kinmenesen sich eine engere Beziehung mit China wünschen. Andererseits ist es offensichtlich, dass die Mehrheit der Taiwanesen kein Interesse an einer Vereinigung mit China haben. Militärische Drohgebärden und internationale Diskreditierung aus China, Stichwort Chinese Taipei, kommen in Taiwan überhaupt nicht gut an. Natürlich ist die Tagespolitik in Beijing und die Tagespolitik aus Taipei in Kinmen ganz weit weg. Trotzdem ist Kinmen Teil Taiwans. Und natürlich ist da der Umgang mit China immer ein bisschen schwierig. Viele Leute sind skeptisch. Außerdem gibt es natürlich in jeder Touristengruppe schwarze Schafe. Viele chinesische Touristen bedeuten eben auch mehr schwarze Schafe aus China. Und natürlich bleiben dann negative Einzelfälle oft so ein bisschen hängen. Einige Touristengruppen haben sich deshalb einen ganz eigenen Ruf auf der Insel erarbeitet. Zum Beispiel was den Fahrstil von Motorrädern oder so angeht. Was ich damit sagen möchte, ist, wenn es um das Thema China, Taiwan und Kinmen geht, dann müsst ihr mit sehr unterschiedlichen Meinungen rechnen und solltet eben auch entsprechend eure Worte richtig wählen. Ich muss auch dazu sagen, dass Kinmen eben nicht immer die schöne Touristeninsel war. Bis Ende der 80er Jahre war das Leben auf Kinmen wirklich hart. Zum Beispiel mussten alle Menschen, alle Mitbewohner, auch Schüler, ein militärisches Training absolvieren. Und dann müsst ihr eben bedenken, dass ihr wahrscheinlich mit sehr vielen Taiwanesen und auch mit sehr vielen Kinmenesen sprechen würdet und deshalb nicht so genau euch erinnern könnt, was wer wann wie wo gesagt hat. Ihr müsst aber auf der anderen Seite euch vorstellen, dass für den Kinmenesen, der mit euch redet, ihr vielleicht der erste Ansprechpartner eures Landes seid. Ihr habt vielleicht vorher noch nie mit einer Person aus eurem jeweiligen Land gesprochen und deshalb wird ihr eure Worte vielleicht sehr genau in Erinnerung behalten. Und dann noch ein Tipp für alle Sparfüchse. Es gibt eine Sonderregelung für die Mehrwertsteuer. In zahlreichen Shopping-Malls müsst ihr keine Mehrwertsteuer zahlen auf Kinmen oder ihr könnt diese ausweisen und erstatten lassen. Es soll tatsächlich Leute geben, die nur wegen dem neuesten iPhone nach Kinmen reisen. Aber wahrscheinlich auch nur ein Gerücht. Beachtet außerdem, dass die meisten Museen um 17 Uhr
schließen. Es gibt einige Einrichtungen, die dauerhaft geöffnet sind. Gerade viele alte Bunkeranlagen könnt ihr jederzeit besuchen. Außerdem sind die Strände Naturschutzgebiet. Stellt also sicher, dass ihr euren Müll wieder mitnehmt. Außerdem sind einige Attraktionen gezeitenabhängig. In der ersten Folge haben wir die Chiogong-Insel erwähnt. Dort müsst ihr also aufpassen, dass ihr nicht auf der Insel verbleibt, wenn das Wasser wieder steigt. Dafür gibt es aber Lautsprecherdurchsagen und Warnschilder. Mir fallen praktisch im Sekundentakt weitere Geheimtipps ein und ich könnte euch noch so viele Tipps an den Kopf werfen, aber ich will diese Folge nicht überfrachten, deshalb machen wir mal hier einen Cut. Vielen Dank fürs Zuhören, ich freue mich über euer Feedback. Wenn ihr Fragen und Kritik habt, einfach unten einen Kommentar da lassen und wenn ihr da unten schon seid, bitte vergesst nicht, den Like-Button zu klicken. Danke fürs Zuhören nochmal. Nächste Woche geht es weiter mit den besten Produkten und übernächste Woche kommt dann die Folge zu den Gottheiten von Kinmen. Wir haben noch so viele coole Themen vor uns. Ich hoffe wirklich, wir sehen uns wieder. Thank you so much for watching. Hope to see you soon. Like and subscribe.